Hallöchen. Ich möchte erstmal einen kleinen Gruß an den Thomas nochmal dalassen, von dem ich gerade gelesen habe und mich wahnsinnig freue, von ihm hier zu lesen. Das kann ich gerne zugeben. Thomas hat einen der Tarotkanäle, Rat des Schicksals, die mich sehr inspiriert haben, selber auch mich zu trauen, mit einem Kanal rauszugehen. Weil es gibt einfach wirklich ein paar von diesen Tarotkanälen und diesen Tarotformaten, wo jeder Mensch auch irgendwie einen eigenen Stil hat und auch sich um andere Fragen kümmert. Teilweise überschneiden sich da Themen. Das ist auch total spannend zu sehen. Aber ich finde es gerade schön zu sehen, wo immer diese Formate sind, in denen Menschen so sehr Mut gemacht werden, in denen Menschen so bestärkt werden, sich auch an die eigenen Stärken zu erinnern und sich nicht alles gefallen zu lassen. Insofern, Shoutout, freue mich total und fange jetzt mal an mit der Legung. Jetzt mal an die Arbeit. So, was haben wir heute für eine Botschaft für das Blutes-Kollektiv? Schön, dass ihr da seid und freut mich im Übrigen, dass die gestrige Legung, also die letzte Legung, die mir ein bisschen spezifisch vorkam, wo ich nicht genau wusste, wie viele Menschen sich da abgeholt fühlen könnten, dass es da doch ein paar Leute gab, für die das irgendwie hilfreich war, ein paar Dinge mal in Worte gebracht zu bekommen. Dafür macht man's. Cool. Danke also für euer Feedback. Hatte ein bisschen Bedenken irgendwie, weil ich nicht wusste, ob das vielleicht Sachen triggert, die ich nicht triggern will oder ich nicht die richtigen Worte finde, weil es um ein unheimlich schweres Thema aus meinem Gefühl ging, das, was ich da auf dem Tisch hatte, was ich gespürt habe. Ja, war unheimlich schwierig in dem Rahmen einer solchen Legung, für mich jedenfalls, zu formulieren. Aber schön, wenn da was dabei war. Also, ich wünsche allen extrem viel Kraft. So, wir haben jetzt hier schon Karten. Wir haben das Rad des Schicksals in Kopflage. Das ist als erstes gefallen. Wir haben die 9 der Stäbe und den Magier. Ich habe jetzt zum Rad des Schicksals auf dem Kopf mehrere Impulse. Das eine könnte sein, dass hier noch eine Art Stillstand ist bei irgendeiner Sache. Also immer sind ständig irgendwo Stillstände und das muss auch nicht unbedingt schlimm sein immer. Ich habe mal in einer Branche gearbeitet, in der es also in einigen, in denen es viel um Geschwindigkeit ging, aber in einer, in der es besonders viel um Geschwindigkeit ging und Nahtlosigkeit. Und da habe ich dann irgendwie auch festgestellt, zwischendurch mal, dass es wie manchmal die Zusammenhänge auf einer ganz Ebene stattfinden. Wie soll ich das jetzt erklären? Also irgendwo ist ein Stillstand, funktioniert irgendwas nicht. Irgendwo kommt etwas nicht durch, eine Info kommt nicht durch oder ein Auftrag kommt nicht durch, was auch immer. Und man denkt erstmal, das ist ja eine Riesenkatastrophe und das darf nicht passieren, es muss alles immer irgendwie schnell rollen. Und interessanterweise, wenn man genau guckt und wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, kann es sein, dass man sieht, okay, dieser, ich sag mal, Fehler war für etwas anderes ganz gut, nämlich dass an einer anderen Stelle etwas plötzlich aufgetaucht ist, ein Dokument oder eine Antwort oder was auch immer, die wiederum für eine andere Sache wichtig war. Also es gibt mehrere Ebenen von Logik oder von wie Dinge ineinander greifen, wie Dinge funktionieren, wie Dinge sich fügen. Es gibt die Ebene, auf der Menschen alles unter eine strikte Kontrolle bringen wollen und dafür Systeme entwickeln, die halt irgendwie möglichst eine Garantie geben, dass Dinge funktionieren, wie wir sie planen und wie wir sie uns vorstellen. Und ich glaube auch, dass es für gewisse Bereiche total gut ist. Nur kann das schnell passieren, dass in unserem Menschenwahnsinn also uns die Geschwindigkeiten über den Kopf wachsen, sich die Geschwindigkeiten überschlagen und wir völlig das Menschliche daran vergessen und uns daran gewöhnen, dass Sachen immer fehlerfrei laufen. Und dann entwickeln wir Erwartungen, die
die diesen anderen Bereich, diese andere Ebene, auf der Dinge, gerade wenn sie manchmal schief gehen, etwas offenbaren, was total wichtig ist. Und das passiert beim Kartenlegen übrigens ständig, jedenfalls auf meinem Kanal. Dass auch so kleine Fehlerchen, irgendwelche Sachen, die nicht ganz laufen, Akku geht aus oder ne, irgendein Störgeräusch oder was auch immer kommt rein. Das sind Dinge, die man versucht mit einzubeziehen in diesem Geistesmodus, in dem man auch ein bisschen das Leben mit sich spielen lässt und also mit der Empfangsbereitschaft für all diese, in Anführungszeichen, Störsignale. Und hier könnte es sein, dass eine Stagnation, ein Stillstand nicht unbedingt etwas Schlechtes bedeuten muss. Manchmal ist das auch Anlauf nehmen oder manchmal ist es das habe ich manchmal in Bezug auf so innere Prozesse fallen lassen als Info oder als Notiz. Es gibt manchmal diese Momente, in denen hat man das Gefühl, dass alles stillgestellt ist, dass nichts läuft, dass nichts mehr vorwärts geht in so ganz alltäglichen Prozessen. Die Bahn kommt nicht oder ein Anruf kommt nicht, den man erwartet. Irgendwas läuft, das Paket kommt nicht oder was auch immer. Irgendetwas läuft nicht nahtlos. Und ich beobachte immer wieder, ich bin ja so ein bisschen akribisch an diesen Stellen, in meinem Leben zumindest oder auch in manchmal Begegnungen mit anderen Menschen und in Prozessen, wo mehr Menschen beteiligt sind. Es ist immer wieder abgefahren, wenn man sich dann nicht wütend abwendet von der Situation, sondern einen Moment abwartet und guckt, okay, kann es sein, dass hier gerade was Wichtiges passiert, was ich nicht sehen soll? Oder kann es sein, wo ich meine Fingerchen quasi rauslassen soll? Oder kann es sein, dass durch genau diese Pause mir eine Möglichkeit gegeben ist, oder dir jetzt, wenn du dich damit verbunden fühlst, mit dem, was ich hier gerade palaver, ähm, dass es die Gelegenheit gibt, woanders hinzuschauen, nämlich in der Regel nach innen. Oder sich einer anderen Frage zu widmen, die man vielleicht sogar aufgeschoben hat. Also ich beobachte das schon mit zunehmender Zeit und zunehmender Bereitschaft für diese Phänomene, dass das Leben sehr präzise spielt, wenn man es lässt und wenn man hinsieht. Und wie gesagt, es ist überhaupt kein Durchstreichen von festen Strukturen an anderen Stellen. Aber wir können da manchmal rigide werden als Menschen. Wir wollen halt immer Sicherheit. Und wir wollen, dass Dinge so werden, wie wir sie uns vorstellen. Und es kann sein, dass die Karten hier auch einfach daran erinnern, ja, wünsch dir etwas, ja, bring die Dinge, die du in den Griff bekommen kannst und solltest, auch unter deine Hand. Also mach das, was du tun kannst und regel die Dinge dort, wo du Einfluss hast und wo du etwas machen kannst. Und dann kannst du auch ruhig schlafen sozusagen. Dann musst du nicht darüber hinaus noch an Stellen versuchen, etwas zu kontrollieren, wo andere Kräfte wirken, wo das gemeinsame Bewusstsein wirkt, wo der Zufall wirkt oder der sogenannte Zufall oder auch das Schicksal oder auch andere Formen von Kräften, die sich in dem, was wir geistige Welt nennen, halt irgendwie befinden. Und an diesen Stellen gibt es manchmal auch so Leerstellen, wie so Pausen, wie so Zäsuren, in denen sich auch eine Kommunikation mit diesen anderen Ebenen ergeben kann. Weil wir halt aus unserem Alltagsbewusstsein rausgepopelt werden und quasi angestellt werden. Das ist hier so, jetzt guck mal. Werde offen. Öffne dich für die Möglichkeit, die du bekommst. Und es ist hier mit der 9 der Stäbe auch es ist manchmal komisch, nicht zu handeln. Wie gesagt, ich sage nicht, leg die Füße auf den Tisch, wo du eigentlich was machen solltest. Und auch nicht, gib dein Schicksal nicht an andere Menschen ab. Es geht dir nicht darum, sich beeinflussen lassen durch die Logik anderer Menschen, sondern durch eine Logik, die über das Individuelle, über irgendwelche Fahrpläne, die man sich macht, über irgendwelche Dinge, die Menschen vorhaben, über irgendwelche, wie nenne ich es denn? Was sagt man denn dazu? Was ist denn das Wort? Scheiße. Ich habe es gleich. Nur Geduld. Jetzt haben wir gerade so einen Moment.
Es fällt mir noch nicht ein, aber es ist interessant zu merken, wie nervös einen so eine Pause macht. Und was dann passiert, wenn man versucht, auf etwas zuzugreifen, vielleicht ist das jetzt auch für dich relevant, dass einem ums Verrecken einfach gerade nicht einfällt. Etwas, auf das man einfach nicht kommt. Und das ist eigentlich genau, also es kann sich so anfühlen. Dieses, ich bin doch daran gewöhnt, sofort weiter zu galoppieren und alles, also wie, das läuft ja auf die 10 der Stäbe zu, also alles unter meiner Hand zu halten, alles unter Kontrolle zu halten, alles selber zu stemmen, die Last auch von nicht nur dem eigenen, sondern auch von anderen mitzutragen, um halt nicht nur zu helfen, sondern in manchen Fällen auch sich das Gefühl von Kontrolle zu suggerieren. Und das ist, da können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen an die eigene Nase fassen oder uns die Frage stellen, es muss ja nicht irgendwie beschämt werden, aber uns die Frage stellen, wo machen wir das? Wo haben wir das Gefühl, am Leben und an anderen Menschen zerren zu wollen? Stichwort Helfersyndrom, so ein bisschen. Das könnte ganz interessant sein, sich mit dem Schatten dessen zu befassen. Hatten wir auch in der anderen Legung schon. Also es ist eine interessante Herausforderung, ähm, einen anderen Weg zu finden mit dieser Bedrohlichkeit des in einer Sache nichts tun zu können, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht neue Strategien zu finden, das auszuhalten in irgendeiner Sache. Das muss nichts besonders Großes, Weltbewegendes sein, also keine besonders tiefe Thematik an dieser Stelle, sondern ich habe hier das Gefühl, dass das eine sehr allgemeine Sache ist, der wir ständig im Alltag begegnen. Nimm eine Supermarktkasse. Irgendwo gibt es ein Problem mit dem Kassiersystem oder jemand hat kein Wechselgeld oder irgendwo fällt was aus oder jemand kramt ganz lange nach dem Betrag oder was auch immer. Irgendwo gibt es eine ein Aufschub, also etwas verzögert sich. Es gibt eine Verzögerung. Und dann kannst du natürlich hingehen und auf die Uhr tippen und mit den Fingern auf den Tisch trommeln und versuchen, die Situation zu beschleunigen, auf die du in dem Moment keinen Einfluss hast, indem du den anderen Leuten Stress machst. Das sieht man ja immer wieder. Und das ist nicht nur nicht hilfreich, also es bringt halt niemandem was, wenn du an der Stelle der Kasse sitzt. Hilft dir das überhaupt nicht, wenn Leute hinten an der Kasse irgendwie herumbaulen. Denn die Leute tun alle, was sie können. Also die Menschen tun, was sie können. Und dann halt irgendwie noch die ganze Zeit Beschwerden zu kassieren, weil Menschen halt in ihrem eigenen Rhythmus denken und nicht mitdenken, dass andere Menschen auch noch einen riesen Horizont an anderen Sachen zu bedenken haben. An diesen Stellen sind wir oft verständnislos und dadurch ergeben sich unheimlich viele Konflikte, die völlig unnötig sind. Man könnte auch sagen, okay, mag sein, dass ich noch was vorhabe, aber das Leben schenkt mir gerade eine Pause. Das Leben schenkt mir gerade eine Situation, in der ich auch nicht rattern muss, sondern eine Situation, in der also in der Zeit sich ein bisschen aufstaut und ich jetzt auch nichts machen muss und auch nichts machen kann. Also kann ich mich mal mit der Situation verbinden, kann ich mich mal spüren, kann ich üben, wie sich das anfühlt, an der Supermarktkasse sich mit Bewusstsein zu verbinden. Und nicht nur im Wald. Im Wald ist es mega geil und im Wald ist es einfacher. Aber an der Supermarktkasse wird es auch natürlich spannend, weil man merkt, man ist gleichzeitig mit dem Alltagsbewusstsein und mit dem, ich sag mal, profanen Bewusstsein für die sachlichen Dinge, für die weltlichen Dinge beschäftigt. Man ist vielleicht auch ein bisschen im Trottbewusstsein. Und wenn da diese Magie reinfließt, dann wird es interessant, weil dann hast du ein stabiles Verhältnis zu deiner Magie und zum Wahrnehmen der Alltagsmagie. Das löst im Grunde diese zwei Welten auf, diese Dichotomie von hier ist alles irgendwie zauberhaft und mystisch und spirituell und auf der anderen Seite ist es das gar nicht und super trocken. Diese Bereiche müssen gar nicht so getrennt werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn man so ein bisschen Luft reinlässt, vom einen in das andere, dann zeigt sich auch immer wieder diese Infragestellung, dass wir unsere Logiken so fix machen. Und die Infragestellung unserer Erwartungen auf eine sanfte Art, nicht quasi mit einem Schlag vor den Kopf oder einer dicken, fetten Krise, sondern man kriegt so leichte Korrekturen durch das Leben. Ja, kommt mir jetzt das Wort?
Irgendwas mit A. Wie heißt das verdammte Wort denn? Es kommt vielleicht noch. Jedenfalls mit dem Magier geht es genau in diesen Bereich. Sei dein eigener Alltagsmagier. Sei auch dieser Mensch, der die Dinge, also sagen jetzt die Karten, das sage natürlich nicht ich, sondern das Bild spricht es. Es ist so interessant, nur 3 Karten bislang. Der Magier kennt sich mit diesen Elementen aus, weil er beobachtet. Er schaut sich um. Er beobachtet, wie verhält sich denn Feuer? Wie verhält sich Feuer an dieser Stelle, also Tatendrang? Wie verhält sich Geschwindigkeit? Wie verhält sich Ungeduld? Was ist das eigentlich für eine Substanz und wie kann ich das in diesem wie alchemistischen Labor im übertragenen Sinne, also man muss es ja nicht mit Stoffen zu tun haben, sondern Stoffen im metaphorischen Sinne, liest die Dinge wirklich wie Beschaffenheiten. Aha, hier wird irgendwo gelacht, da lockert sich die Atmosphäre auf. Da fließt etwas in den Raum, das ist anders als das Gestein, was man vorher vorgefunden hat. Das macht der Magier, der beschäftigt sich mit den Beschaffenheiten von den Elementen und dadurch lernt er sie zu lesen und auch einzusetzen. Das heißt, es geht um die Magie mit dem Alltagsleben. Ganz profan. Wie beeinflusst du eine Situation, indem du an dieser Situation teilnimmst und sie berührst und in ihr mitschwimmst? Man kann sich das vorstellen, wie wenn wir gemeinsam in Räumen uns bewegen oder das gemeinsame Bewusstsein und gerade da, wo Menschen aufeinandertreffen und miteinander auch interagieren, merkt man das stärker. Aber das gibt es auch über diese direkten Kommunikationen hinaus, ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich stelle mir das manchmal vor oder öfter vor, wie ein großes Gewässer. Ein großes Gewässer. Und dieses Gewässer ist an manchen Stellen wie der Ozean. An anderen Stellen ist es ein kleiner Bachlauf. An anderen Stellen ist es eine kleine Pfütze. Und an wieder anderen Stellen sind vielleicht menschliche Felder so verbittert, dass da fast gar kein Wasser mehr ist. Oder nur noch die Erinnerung an, da war mal ein Teich oder sowas. Aber es weist immer wieder auf dieses Wasser, finde ich, hin. Und also Bewusstsein verschiebt sich, Bewusstsein reagiert auf Impulse. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst oder selbst ins Wasser springst mit einer Arschbombe, dann erzeugst du Wellen. Wenn du irgendwo also wenn du Wasser verspritzt irgendwo hin, dann dann siehst du das kommt irgendwo an. Und das andere, also der Weg dahin, der wird auch bewegt. Und diese Bewegungen schlagen manchmal an irgendwas an. Die bewegen manchmal zum Beispiel ein Bötchen, was irgendwo ist. Oder sie verlaufen sich als Wellen wieder. Es gibt verschiedene Formen, wie sich das verhält. Und ich finde diese Vorstellung von ein großes gemeinsames Gewässer, in dem wir uns alle irgendwie aufhalten und tummeln und bewegen und manche tauchen, manche schwimmen, manche segeln, manche rudern, was auch immer. Manche machen Synchronspringen oder Synchronschwimmen oder Unterwasserball. Unterwasser-Rugby gibt es auch. Also es gibt so viele Sachen. Ich finde, es ist ein gutes Bild, um sich bewusst zu machen, dass die Dinge, die wir tun, einen Einfluss haben, aber er ist nicht immer exakt so, wie wir uns ihn vorstellen. Und deswegen beobachten wir, was senden wir aus, was wird bewegt, was wird ausgelöst und was kommt zurück. Was ist überhaupt gerade, ist Wind zum Beispiel, dann hast du einen anderen Wellengang, dann ist die Seeoberfläche nicht glatt. Oder wenn du raften gehst, dann hast du halt irgendwie ein Gewässer, das eine hohe Geschwindigkeit hat und dadurch, dass es Störelemente gibt, halt eine höhere Geschwindigkeit aufnimmt. Und das ist für die Leute, die zum Raften gehen, halt der große Spaß. Aber es ist eben was völlig anderes als, ich denke jetzt gerade an sowas wie die Mäßigkeit oder den Stern. Das ist auch ein Umgang mit Wasser. Das ist dieses Umschöpfen, das ist dieses Sachen in Ausgleich bringen. Aber gerade beim Stern hast du auch diese Figur, die zeigt, wie faszinierend das ist, wie verhält sich das Wasser. Also ich nehme jetzt Wasser wirklich als Bild für Bewusstsein. Und wenn du auch diese Momente, in denen Unterbrechungen da sind, in denen irgendetwas noch nicht anläuft oder in denen du das Gefühl hast, auf die Warteposition gesetzt zu sein. Und wie gesagt, ich meine jetzt nicht die Situationen, in denen das jemand intentional macht oder in der du
die Füße stillhältst, irgendwie bis zum Verrecken und nichts tust und in dieser Situation dich an das Stagnieren gewöhnst. Ich meine eher die Situation, in denen du schon irgendwie gemacht hast, was du machen kannst. Und dann ist da dieser Moment, in dem man das loslässt. Und ja, also von diesen Situationen rede ich. Das ist wichtig. Also nicht zu passiv werden, darum geht es nicht. Wir sind hier immer noch mit dem Magier unterwegs. Aber auch nicht in Tatenzwang. Tatendrang ist was anderes als Tatenzwang. Also es ist ja auch so ein bisschen, solltest du mit deinem Bewusstsein arbeiten, mit Wünschen arbeiten, mit der geistigen Welt arbeiten, mit Energie arbeiten. Dann ist das nochmal eine ganz eigene Kunst, wie man da mit Zeit umgeht und wie man da mit Erwartungen umgeht. Das ist das Spannende daran. Kriegen wir noch ein paar Infos? Vielleicht, okay. Wir haben auf den Magier direkt den Mond. Auch direkt wieder Wasser. So. Sind wir gerade noch in der Krebszeit? Ich meine ja. Das passt also gut. Es geht hier offenbar um etwas Emotionales, habe ich den Eindruck. Etwas Emotionales, was aus der Tiefe hervorkriechen kann, gerade wenn das Leben dir eine Pause gibt und du vielleicht nicht ganz freiwillig mitgehst mit dem Leben. Also vielleicht willst du genau das nicht. Annehmen, dass da etwas dir gereicht wird. Es könnte sich auch um etwas handeln, das dir Angst macht, obwohl es positiv ist. Das kommt immer wieder vor und ich gebe zu, das kenne ich auch. Die Überforderung, die eintritt, wenn einen etwas Schönes erreicht. Und hier wäre der Trick oder die Möglichkeit, wenn dir etwas Schönes widerfährt, nicht sofort auf eine Weise zu reagieren, die das in Überaktion eigentlich energetisch wieder abweist, sondern wenn etwas Schönes kommt, auch die Kunst zu üben, das mal wirklich also für einen Moment mindestens, ins Herz reinzulassen, das in sich einsickern zu lassen. Das fällt uns häufig schwer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bekommst ein Kompliment oder jemand sieht dich und es wird dir signalisiert oder es gibt einen Applaus bei irgendetwas Schönes, ein Lächeln, was auch immer. Auch irgendetwas, wo du dich gesehen fühlst. Und dann passiert etwas in einem. Vielleicht ist man daran nicht gewöhnt, vielleicht löst es wirklich auch starke Emotionen aus. Also vielleicht ist man halt irgendwie total berührt und man weiß gar nicht, woher das kommt. Und dann passiert das, glaube ich, total oft, dass wir Sachen, die uns an Schönem gereicht werden vom Leben, irgendwie abwehren durch irgend so ein Gefuchtel, durch so ein Aktionsgefuchtel. Insbesondere dann, wenn wir Phasen hinter uns haben oder wirklich längere Lebensabschnitte oder Biografien mit einiger Schwere hinter uns haben, in denen Kontakt als gefährlich erlebt wird, in denen das, was von außen auf uns zukommt, als gefährlich eingespeichert ist. Und es ist wirklich hier wie so üben, langsam üben. In feinen Dosen das Glück hineinlassen.